Hi, ich bin Jan Berndt und ich erkläre euch heute alles zum Thema Bose Hörgeräte. Das Bose Sound Control ist das erste Hörgerät von Bose. Da Bose einer der führenden Hersteller von Audioprodukten weltweit ist, ist dies definitiv keine Randnotiz. Der Erwerb der Hörgeräte gestaltet sich so einfach wie der von Kopfhörern. Die Einstellung der Hörgeräte erfolgt hierbei nicht durch einen Hörgeräteakustiker, sondern durch den Kunden oder die Kundin. Der Preis liegt bei $849, aber wie in den USA üblich, immer ohne Mehrwertsteuer. Vergleichen wir jetzt dieses Hörgerät mit den Hörgeräten von gängigen Herstellern. Sprechen wir zuerst über das Design. Das Bose Hörgerät bietet ein eher klassisches Design, vergleichbar mit dem von Oticon oder GN Sound. Hinten befindet sich sehr plakativ der Bose-Schriftzug. Das Gerät wird nur in einer Farbe angeboten, in einem hellen Grau. Kommen wir zur Technik. Das Gerät verfügt über einen externen Lautsprecher. Das ist auch in der Hörgerätebranche eine sehr übliche Technik. Sie ist unauffällig und bietet einen sehr guten Klang. Das Gerät ist batteriebetrieben, also es verfügt nicht über eine Akkutechnologie, wie schon bei vielen Hörgeräteherstellern. Zur Bedienung benötigt ihr ein Smartphone, auf dem ihr die Sound Control App installiert. Hier könnt ihr die Lautstärke verändern mit einer leichten Kompression. Kompression ist ein Thema, was es schon seit mehreren Jahrzehnten in der Hörgeräteakustik gibt. Zusätzlich könnt ihr über eine Tonblende das Klangverhalten beeinflussen, also das Hörgerät heller oder dunkler stellen. Das Gerät bietet zudem ein Richtmikrofon, welches manuell aktivierbar ist. Die jeweiligen Einstellungen könnt ihr euch dann als Programm abspeichern. Kommen wir jetzt zum Lieferumfang. Die Hörgeräte werden in einer kleinen Box geliefert. Diese beinhaltet die Hörgeräte, eine kleine Transportbox, Passstücke in verschiedenen Größen und Arten, 8 Batterien sowie eine Messschablone, um die richtige Hörerlänge zu bestimmen. Aber wie gut ist jetzt diese Technik? Die Bose Sound Control stehen für eine einfache und schnelle Lösung. Aber dies bringt natürlich auch Probleme mit sich. Es wird zum Beispiel kein Audiogramm erstellt. Das bedeutet, ihr habt keine richtige Anpassung an euer Hörvermögen. Bose lässt also die Kunden nach Gutdünken die Hörgeräte einstellen. Erfahrungsgemäß stellen sich Kunden und Kundinnen dann Hörgeräte eher zu tieftönig ein. Das sorgt für ein schlechtes Sprachverstehen, sowie dass falsche Hörgewohnheiten entstehen, die sich im Nachgang nur sehr schwierig korrigieren lassen. Zusätzlich findet keine professionelle Anpassung an das Ohr statt. Der Sitz von Hörgeräten hat ganz entscheidenden Einfluss darauf, wie gut ein Hörgerät funktioniert. Niemand kann sagen, ob ihr den tatsächlich richtigen Dome für euren Hörverlust und für euer Ohr auswählt. Maßgefertigte Ohrstücke von einem Akustiker bieten hier einen wesentlich sichereren Sitz und eine wesentlich bessere akustische Ankopplung. Ein Hörer in Standardlänge ist mit dabei, aber sitzt dieser tatsächlich richtig am Ohr? Die Länge des Hörers selber auszuwählen, birgt ein hohes Fehlerrisiko. Zudem besteht auch ein hohes Verlustrisiko, wenn der Hörer falsch ausgewählt wird. Es sind offene und geschlossene Ohrpassstücke mitgeliefert, aber auch hier überlässt Bose die Auswahl dem Kunden. Die akustischen Hintergründe werden dabei nicht ausreichend thematisiert. Eine Hörgeräteversorgung wird in Deutschland mindestens bezuschusst, wenn nicht sogar komplett übernommen. Die zuzahlungsfreien Hörgeräte werden alle audiogrammbasierend eingestellt, das heißt eurem Hörvermögen genauestens angepasst. Das Richtmikrofon ist in den heutigen zuzahlungsfreien Geräten automatisch. Auch eine Störgeräuschunterdrückung ist Standard in jeder Hörgeräteversorgung. Die App-Steuerung von Hörgeräten ist in diesem Land überhaupt nichts Besonderes. Dies ist bereits im Basissegment bei uns möglich. Ein weiterer Punkt unabhängig davon ist, dass die Geräte kein Audio-Streaming ermöglichen. Man hat zwar Bluetooth, um die Hörgeräte einzustellen, aber man kann damit nicht Musik hören. Woran liegt das? Bose hat dieses Know-how. Freihändiges Telefonieren, Musik oder Podcasts hören, sich durch die Stadt navigieren lassen. All dies ist mit dem Gerät nicht möglich. Vergleichen wir die Bose-Hörgeräte mit zuzahlungspflichtigen Hörgeräten. Haben wir hier Akku, Direct Streaming oder auch die Möglichkeit einer Impulsschall- und Windgeräuschunterdrückung. Was das ist, haben wir euch hier noch einmal verlinkt. Kommen wir zum Fazit. Hörgeräte sind erklärungsbedürftige Produkte und eine fachmännische Beratung ist wichtig für den Hörerfolg. Die Bose-Hörgeräte sind mittlerweile in allen Staaten der USA zugelassen. Die Zulassung in Deutschland hingegen ist überhaupt nicht möglich, da sie geltende Standards als Medizinprodukt gar nicht erfüllen. Die Hörgeräte von Bose bieten euch im Gegensatz zu normalen Hörgeräten tatsächlich leider sehr wenig. Ihr habt keine Bezuschussung seitens der Krankenkasse und damit sind sie definitiv viel zu teuer. Und von einem der weltweiten Marktführer hätte man auch durchaus Audioübertragungen erwarten können.
Zum Schluss sei gesagt, wir sehen dies eher als Versuch von Bose, mit einem bekannten Namen Kapital zu schlagen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, drückt den Like-Button und abonniert unseren Kanal. Generell, wenn ihr Fragen habt, schreibt es uns. Wir beantworten diese gerne und freuen uns, euch im nächsten Video zu begrüßen. Alles Gute und bis bald.